Einen wunderschönen guten Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem uns ChatGPT 5 Bauwerke vorgibt, die wir in Minecraft innerhalb von 5 Minuten bauen müssen. Und bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich mich noch bei 2 meiner Zuschauer bedanken, die mir unter dem letzten Video echt gutes Feedback dagelassen haben. Dankeschön, fühlt euch gegrüßt. Einmal Möwi und einmal Emmy. Genau. Und jetzt nicht lange rumquatschen, sondern viel Spaß mit dem Video. Haha, da ist der Bauernop ja wieder. Das heutige Thema ist Fastfood. Damit solltest du dich ja ganz gut auskennen. Die erste Skulptur soll ein Mega-Hamburger sein, ein klassischer Burger mit Brötchen, Patty, Salat, Käse. Ein Hamburger? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, go! Okay. Für das Brötchen nehmen wir mal hellgraue Keramik, weil das ist schon ein etwas älteres Brötchen. Dann für das Fleisch nehmen wir braunen Beton. Zack. Dann brauchen wir ja noch Salat. Wir machen mal hier so ein hellgrüner Trockenbeton. So, dann Käse. Na, wieso schreibe ich jetzt Käse rein? Gelb. Gut. So, als erstes bauen wir dann uns einen kleinen Burger. Da wir in Minecraft sind, wird dieser Burger quadratisch sein. So, die ungefähre Größe einmal hier auschecken. So, auf dieses Brötchen, was sehr nach einem Brötchen aussieht, kommt dann jetzt unser Burger, also beziehungsweise unser Fleisch. So, machen wir dann noch eine Lage drauf, weil das soll ja richtig schön dickes Fleisch sein. Gut. Das hätten wir schon mal. Darauf kommt dann unser Käse. So, den Käse lassen wir auch hier mal ein bisschen runterlaufen. Jetzt hier an der Seite noch. Darauf kommt dann ein gesundes Salatblatt. So, und wir müssen ja auch immer bedenken, das Salatblatt ist ja nicht immer komplett glatt. Deswegen machen wir jetzt noch hier so ein paar Stück hin. Und dann kommt noch ein bisschen Tomate, was hier rausguckt. So, und jetzt kommt noch einmal der Deckel drauf. Komm schon. Wieso mache ich das jetzt eigentlich zu? Egal. Weil das obere Teil ist ja meistens etwas abgerundet. Deswegen machen wir das jetzt hier so zu. Und natürlich sind oben auch immer die Sesamkörner noch mit drauf. Also bei den meisten Burgern. Das heißt, wir machen dann jetzt noch hier ein bisschen, da ein bisschen. Hier noch eins hin. Dann. Eigentlich dachte ich in meinem Kopf, würde der Burger besser aussehen. Oh Gott. Das kann ich jetzt eigentlich so nicht lassen. Eigentlich müsste ich jetzt das Video nochmal komplett neu aufnehmen. Aber Leute, ich weiß, ich hätte jetzt noch etwas mit 20 Sekunden Zeit, aber ja, es würde nicht besser werden. Darum würde ich sagen, bewertet mal den Burger hier von einer Skala von 1 bis 10 und wir machen mal mit dem nächsten Bauwerk weiter. Haha, das soll ein Hamburger sein. Das sieht eher aus wie so ein kleiner Unfall. Als nächste Skulptur sollst du eine riesige Pommespackung bauen. Stell dir eine XXL Fast-Food-Packung vor, aus der überdimensionale Pommes ragen. Burger, Pommes auf die, was? Achso, ja, okay, ich baue jetzt eine riesen Pommes-Tüte. Okay, es geht los in 3, 2, 1, go. So, wie immer erstmal die Materialien. Okay, ich habe jetzt hier mich für Rot und verschiedene Gelbtöne entschieden. Wir machen jetzt erstmal hier den groben Umriss und dann heißt es hochbauen, hochbauen, hochbauen. Das Doofe ist, ich muss das Ganze ja in 3D bauen. Wäre das nur, sage ich mal, so eine 2D-Pixel-Art-Challenge, dann würde das hier viel einfacher sein. Oh, ich habe schon viel zu viel Zeit hierfür verschwendet. Oh Gott, ich mache mir hier gerade zu viel Zeitdruck selber, aber 5 Minuten ist ja wirklich eine knappe, beziehungsweise eine stramme Zeit. Und nein, Leute, ich ziehe das jetzt hier gerade nicht künstlich in die Länge. Ich bin wirklich so schlecht im Bauen. So, passt das von der Größe her? Dann machen wir jetzt hier einmal noch zu, dass wir hier gut drauf bauen können. Gut, und jetzt fangen wir mit den Pommes an. Ah nein, ich mache noch was anderes schnell. Das kleine Pommes-Logo. Nein. Es soll nur eine kleine Verzierung sein, damit man auch weiß, wo vorne ist. Und wie sieht das jetzt aus? Ah, das sieht ja aus wie so eine kleine deformierte Krone. Aber egal, Leute. Ihr seid ja jetzt hier bei dem Minecraft-Bauprofi. So, die eine Pommes ist nicht perfekt gerade. Eigentlich ein Reklamationsgrund, aber ja. Gott, wie sieht das denn schon wieder aus? Pommes, Pommes, Pommes. Ich kann sowas nicht. Wieso habe ich mich eigentlich auf so eine Challenge eingelassen? Und wehe, ihr bewertet das Video jetzt hier nicht positiv. Kann man ganz klar erkennen, Leute. Dann machen wir hier noch eine abgeknickte Pommes hin. Mehr oder weniger. Oh Gott, es wird nicht besser. Das sieht wirklich aus wie so, ja, so ein mittelalterlicher Clownshut. Wisst ihr, was ich meine? Sowas könnte man niemals verkaufen, Leute. Bauprofi des Jahres, würde ich mal fast schon behaupten. Und die Zeit ist vorbei. Stellt euch mal vor, ihr kommt in mein Restaurant und bekommt so einen Burger und so eine Pommes. Wer würde da nicht gerne essen kommen? Ja, egal. ChatGPT, was ist das nächste? Oh Mann, ich hätte nicht erwartet, dass dir diese Challenge so viele Probleme bereitet. Für die nächste Skulptur baue mir bitte einen Cola-Becher mit Strohhalm, baue einen coolen Softdrink mit Strohhalm, ganz nach deiner Fantasie. Okay, ein Cola-Becher. Wie ihr befiehlt,
Weltmeister. Es geht los in 3, 2, 1, go. Okay, als erstes mal wieder Materialien suchen. Ich habe mich jetzt hier für Weiß, Rot und Grau entschieden. Eigentlich sollte das ja mit den Farben passen. Wir machen das Ganze wieder eckig, weil sonst würde ich hier die ganze Zeit nur an den runden Bauwerken hier sitzen. Ich habe mir überlegt, hier immer in diesen Wechsel zu gehen. 2 rote Blöcke, einen grauen Block, damit wir so eine kleine Struktur hier im Becher dann drin haben. So, der Becher müsste aber auch höher sein wie die Pommes. Deswegen mache ich jetzt hier noch eine Schicht mit Rot hoch. Sieht eher aus wie so ein kleiner Leuchtturm. Ein eckiger Leuchtturm. So, dann müssen wir jetzt noch hier den Deckel drauf machen. Wieso mache ich das eigentlich jetzt hier mit hellgrauer Wolle? Ich wollte doch eigentlich weiße Wolle nehmen. Und da der Strohhalm ja aus Pappe ist, genauso wie der Becher, mache ich das aus dem gleichen Material. Erstmal gerade nach oben. So, jetzt so. Zack, so, oder? Ja, ein sehr schöner Strohhalm und wie gesagt auch überhaupt nicht mittig oder sowas. Dann jetzt machen wir hier noch, da der Dude, der da draus getrunken hat, etwas gierig war, so ein paar Cola-Tropfen hier raus. So. Ja, was könnte ich jetzt noch machen, damit es noch ein bisschen realistischer aussieht? Vielleicht noch ein paar Tröpfchen. So. So, ja, ein sehr gesundes und leckeres, wie soll ich sagen, Burger-Pommes-Menü. Wir könnt ja mal das Menü insgesamt jetzt schon mal bewerten. ChatGPT, hau mir die nächste Skulptur raus. Wärst du ein Künstler, würde ich dich fragen, was du eigentlich beruflich machst. Was ist die perfekte Beilage für so ein Menü? Richtig, Chicken Nuggets. Baue einen riesen Chicken Nugget. Ein Chicken Nugget? Okay, ich glaube, das wird nix. Aber egal, wir versuchen es, Leute. Es geht los in 3, 2, 1, go! Okay, mal wieder. Erstmal hier Material. Ich fange mit einem gelben Block an. Soll jetzt hier ein Special Chicken Nugget sein. Das heißt, er wird in der Luft schweben. Darum bauen wir das hier mal wieder weg. Und die Chicken Nuggets sind ja eher, sag ich mal, etwas unförmiger. Darum baue ich jetzt hier mal vor mich hin. Oh Mann. Einfach nur ein gelbes Quadrat am Ende hingebaut. Und das war's. Dann sage ich, hier Leute, ist ein Chicken Nugget. Oh Mann. Ey, wer es versucht, irgendjemand die Skulpturen nachzubauen innerhalb von 5 Minuten und würde es dann besser hinbekommen. Aber ihr könnt das ja mal gerne versuchen. Versucht das innerhalb von 5 Minuten nachzubauen. Erstellt ein Video, ladet es auf YouTube oder auf Instagram hoch oder zumindest mal einen Screenshot von euren fertigen Produkten und wie gesagt, lasst mir das zukommen. Wenn das genug Leute machen sollten, dann würde ich überlegen, auch mal so ein Format zu machen, wo ich dann darauf reagiere oder sowas. Was meint ihr? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare rein, ob ihr Bock auf sowas hättet. Oh Gott, wir haben jetzt fast 2 Minuten gebraucht, um diese gelbe Fläche hinzuballern. Aber ich glaube, ich mache die noch etwas größer. La 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 la. Gut, sollte passen. Jetzt haben wir hier eine Scheibe Käse, aber wir brauchen ja ein Chicken Nugget. Gut, ich fange mal an, hier ein bisschen abzubauen. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Am Ende haben wir einfach gar nichts mehr. Und was soll das sein? Oh Gott, das wird ja nicht besser. Chicken Nugget sei ein Chicken Nugget. Ich weiß, diesmal ist es 2D, aber ich glaube nicht, dass ich da ein 3D-Modell noch draus bekomme. So vielleicht? Das kann sich doch keiner hier antun. Stellt euch mal wirklich vor, ihr würdet so ein Chicken Nugget in einem Restaurant bekommen. Also ihr würdet doch da nie wieder hingehen. Ja, das sieht aus wie, als ob irgendjemand einfach nur einen Klecks Farbe irgendwo hingetan hätte. So vielleicht? Oh Gott. Es wird nicht besser, Leute. Chicken Nugget. Sieht zwar ja aus wie so ein Ei, aber ja, ich gebe hier mein Bestes, Leute. Und ja, ihr wollt nicht sehen, wenn ich mir mal keine Mühe gebe. Dann würde das noch viel schlimmer aussehen. Wie könnte ich das noch machen? Fliegendes gelbes Ei oder sowas ist das hier. Ich lock diesen Gegenstand ein, weil ein Chicken Nugget ist das überhaupt nicht. Sehr, sehr schönes Menü. Bitte seid in eurer Bewertung nicht zu hart zu mir, ja? Dankeschön. Wie gut, dass die Challenge fast vorbei ist. Auch wenn ich nichts davon essen werde, habe ich das Bedürfnis, dich zu verklagen. Für die letzte Skulptur baue bitte eine Drive-In-Mini-Hütte. Eine kleine Hütte mit Schalter und Fahrbereich, wie man ihn aus Fast-Food-Ketten kennt. Okay, dann hoffen wir mal, dass jetzt die letzte Skulptur am besten wird. Ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, go! Okay, wir immer Materialien suchen. Wir beginnen als erstes hier mit so einer kleinen Straße. Und zwar, let's go. Gut, Nummer 1 ist fertig. Jetzt noch Nummer 2. So, jetzt müssen wir noch den Randstein setzen. Gut, wir bauen jetzt hier hinten dann das Häuschen hin. Genau, so ein kleines Häuschen, wo man dann hier seine Bestellung abholen kann. So, wir sind noch sehr gut in der Zeit, Leute. Außer ich verbaue mich jetzt hier noch ein paar Mal. Erstmal alles minimalistisch bauen, so dass es schon mal halbwegs steht. Und dann können wir am Ende noch ein bisschen Verzierungen und Extras einbauen. So, das wird jetzt auch so ein kleiner Bungalow, weil die Leute, die hier arbeiten, die brauchen nicht sonderlich viel Platz. Komm schon. So, dann bauen wir jetzt hier noch so eine Markierung, dass Fahrzeuge nur bis zu einer maximalen Höhe hier durch können. Wie das ja öfters zu sehen ist. Dann warte. Angaben natürlich ohne Gewehr. Komm, wir machen die Straße noch ein bisschen länger. Und jetzt bauen
brauchen wir hier noch so eine Art kleinen Gegensprecher. So, genau. Dann kann man dann hier, wartet, dann kann man hier mit seinem Auto so dran fahren, hier seine Bestellung aufgeben. Da fährt man dann hier durch. Ja, schönen guten Tag, hier ihr Essen, hier ihr Wechselgeld, so, tschüss. So ungefähr stelle ich mir das vor. Genau. Jetzt noch ein bisschen hier Gräser hinpflanzen, aber bitte nicht am Ende der Straße, weil am Ende setzen wir nämlich einen Baum hin. Ja, dass man direkt dann gegen einen Baum fährt, sobald man sein Essen hat. So, hier noch ein bisschen, damit das nicht ganz so leer aussieht. Soll sozusagen ein Waldrestaurant sein. So, dann noch hier einen hin. So, und Trinken gibt es dann hier gegenüber in diesem Brunnen. Kann man sich selber dann holen. Ja, so im Großen und Ganzen minimalistisch gehalten, aber kann sich sehen lassen, finde ich. Na? Ha, das war jetzt noch in der Zeit, Leute. Das zählt. Okay, also ich würde definitiv bei jedem Bau eine 12 von 10 geben. Ja, das ist absolut perfekt. Ein absolutes Meisterwerk ist das hier. Das sieht alles super realistisch aus. Und ja, okay, wie mache ich was vor? Ich finde das überhaupt nicht schön. Bewertet ruhig die Bauwerke und vor allen Dingen bewertet auch das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.